Alrighty dann, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget. Und wir sind ganz kurz auf EU4, denn wir wollen heute auch ein bisschen reden über das trojanische Pferd. Ja, EU4 hat für mich natürlich immer noch ein schönes Hauptaugenmerk. Wir spielen da drauf, ganz nice und so, aber ich lasse es hier nicht so ganz wild drauf angehen. Also, ja, natürlich, aber wenn man natürlich solche fetten Crits macht, minus 6,2 Millionen, macht das natürlich mit dem Baden auch schon Spaß. Da haben wir den Koma-Kommandeur gleich mal gelegt und ich weiß nicht, maybe geht sogar noch ein Ticken mehr an der Stelle. Ja, perhaps geht sogar noch ein bisschen mehr. Ich habe jetzt keine Stats rausgeguckt. Also eine Waffe wäre halt ganz nice gewesen. Eine neue Epic-Waffe. Ich denke, mit einer neuen Epic-Waffe könnten wir auch den schlagen. Kundschafter sind ja prinzipiell eigentlich einen dicken handelbar. Wir haben natürlich super mega gutes Event. Deshalb, Leute, auf EU4, ne, wenn ihr in meiner Players to Watch seid, dann spielt auf jeden Fall jetzt das Event. Wir haben das Pet-Event, wir haben ein Seelen-Event. Wir haben natürlich auch den auralen Großputz, also wenn ihr schön Epics gefarmt habt zuletzt oder noch Epics in den Dungeons bekommt, ne, könnt ihr auch schön fortschreiten. Ihr könnt auch, wenn ihr ein paar Level jetzt zuletzt nicht gemacht habt, könnt ihr Level machen. Mit Habitate, wie gesagt. Also da geht ein bisschen was. Das ist ein gutes Event und natürlich das Gold-Event haut ordentlich rein. Skillt euch hoch. Ja, denn nach dem Event machen wir eine Players to Watch, nämlich vor dem legendären Dungeon. Ganz klar. Und die nächste machen wir dann nach dem legendären Dungeon. Das ist natürlich auch klar. Ja, also ich werde euch weiterhin beobachten. Und genauso beobachte ich hier, dass dieser Roman der Ruchlose, ich glaube, der kann tatsächlich fallen mit richtig viel Glück. Ein paar Versuche gehen wir hier noch rein. Und ja, ich sag mal, skillen könnte ich noch ein paar Steine vielleicht bekommen oder sowas. Das ist alles im machbaren Bereich. Aber 2,7 Millionen war schon gar nicht mal so schlecht. Also das ist nicht viel. Wir haben vorhin gesehen, über 6 Millionen Crit hat der Bader rausgehauen. Ich bin mal gespannt, ob ich nochmal einen 10 Millionen Crit sehe oder sowas. Aber auch ein bisschen spielen wir ihn ja noch, deshalb könnte das ganz gut auch passieren. Ja, aber ich habe ja vom trojanischen Pferd gesprochen und by the way, ich habe Gorgos live gesehen. Das hat überhaupt nichts mit dem trojanischen Pferd zu tun, aber ich wollte es einfach mal erwähnt haben. Liebe Grüße gehen raus an Jan an der Stelle. Aber da jetzt nach dem letzten Elevator kam eine neue Umfrage. Es kam eine allgemeine Umfrage raus zum Elevator und eine spezielle Elevator Survey Trojan Horse. Nur auf Englisch. Ihr solltet mal auf jeden Fall im Shakes and Fidget Discord reinschauen, wenn ihr es nicht gesehen habt. Da könnt ihr mitmachen. Kurze Erklärung, was ist Ding bei dem Elevator anscheinend, aber auch zuletzt schon, damals auch groß kritisiert worden, zum Beispiel von Tuny, der das live erlebt hat, ist der Fakt, dass der Elevator Stand jetzt am Spieler basiert ist. Das heißt, die Held-Tokens, die der Spieler farmt, die nimmt er mit, wenn er in eine neue Gilde kommt. Das Problem, was sich daraus ergeben hat, ist, dass einige Spieler am Ende eines Elevators gelieft sind in eine andere Gilde, damit eine Gilde die meisten Elevator-Tokens hat. Das war, Tony müsste mich verbessern, auf welchen Servern das der Fall war. Auf W-Servern auf jeden Fall, aber auch auf EU-Servern ist das aufgetreten. Und das wurde eben stark kritisiert und jetzt versucht Playa da wohl, die Community ein bisschen mit reinzuholen und das Thema anzuschneiden und am eine Lösung zu finden. Das ist, denke ich mal, erstmal ein guter Schritt. Sie haben ein paar Suggestions, also Vorschläge gemacht und das ist der 4. Vorschlag. Der 3. ist der, wie er es war. Das ist der 4. Vorschlag, dass er 2 Vorschläge zusammenmixt. Das heißt, der Unterschied ist, wenn Players, also Spieler gekickt werden, dann behalten die Spieler ihre Tokens. Das würde bedeuten, wenn ein Gildenleiter einfach einen Spieler kickt, weil er halt Bock hat, so quasi, dann verliert die Gilde die Held-Tokens des Spielers. Wenn aber ein Spieler die Gilde freiwillig verlässt, dann würden die Held-Tokens in der Gilde bleiben. So. Das wäre die Suggestion, aber die bringt halt auch noch ein paar Nachteile mit sich.
Jugend heutzutage, ey. Wirklich, machen nur Krach draußen am Wochenende, sind draußen unterwegs und haben Spaß am Leben. Das kann nicht sein. Hier wird halt beschrieben, dass dann natürlich Gilden einfach sich verbinden könnten, Spieler rotieren, um jeweils das beste Ergebnis zu schaffen. Und ich habe halt überlegt, wie könnte man denn dem noch ein bisschen entgegenwirken. Und ich finde prinzipiell diese Idee, dass die Spieler ihre Ressourcen behalten, wenn sie gekickt werden und wenn sie freiwillig lieben, dass die Held-Tokens verloren gehen. Diese Idee finde ich schon mal ganz gut. Und sie müsste halt nur noch mit weiteren Regeln bedacht werden. Also Playa schreibt hier unten auch, dass man versuchen müsste, also den Stil etwas schwieriger zu gestalten durch Restrictions oder sowas. Maximale Nummer oder Number of Guild Invitations and Guild Changers per Day schreiben sie hier. Und ich habe überlegt, man könnte ja auch vielleicht einfach sagen, dass einerseits, dass ein Spieler zum Held-Token zählt, also seine gefarmten Held-Tokens, wie auch seine Möglichkeit beim Elevator teilzunehmen, wenn er einer neuen Guild beitritt, erst nach 24 Stunden möglich ist. Ich sag mal so, wir haben ja im Prinzip bei Shakes and Fidget schon die Restriction, wenn man einer Gilde beitritt, kann man 24 Stunden lang keinen Gildenkampf mitmachen oder auch keinen Raid. Und diese Restriction könnte man ja auch im Elevator einwenden. Das würde natürlich bedeuten, dass ein Spieler sich natürlich erstmal überlegen muss, ob er einer Gilde neu beitreten will, weil er eben dann auf jeden Fall Verluste macht und die Gilde, die den Spieler aufnimmt, muss auch damit kalkulieren, dass er erstmal keine neuen Held-Tokens generieren kann. Kommt er natürlich mit seinen eigenen Held-Tokens, weil er gekickt wurde von einer anderen Gilde, würde es aber trotzdem bedeuten, dass diese Held-Tokens erst nach 24 Stunden geltend gemacht werden. Gleichzeitig sollte der Spieler keine Held-Token mitbringen, fängt er natürlich aber dort an, wo er zuletzt aufgehört hat. Also der fängt dann nicht bei 1 an, damit er wieder komplett durchrushen kann. Nein, er fängt dort an, wo er zuletzt aufgehört hat, minus 20 Etagen. Also das würde ja gleich bleiben, egal in welcher Gilde. Jetzt könnte man aber natürlich sagen, gut, dann holt sich die Gilde halt trotzdem immer mal neue Spielereien oder sie holen sich einen Level 1 Account rein, der dann halt komplett durchrusht und sowas. Da habe ich halt überlegt, ob man vielleicht noch sowas einfügen könnte, wie dass eine Gilde interagieren kann im Elevator nur mit zum Beispiel 50 oder 51 Clients pro Tag. Sprich, dass selbst wenn man einen Weg finden würde, das Ganze irgendwie in einen Vorteil umzuwandeln, dann würde es gar nicht zählen, weil schon mehr als 50 Clients in der Gilde binnen eines Tages interagiert haben mit dem Held-Token. Das könnte ja so ein flüssiger Wert sein, also nicht von 0 bis 0 Uhr, sondern einfach 24 Stunden. Das heißt, man hat niemals die Chance eigentlich, dass man in einem gewissen Zeitfenster mehr als 50 Spieler am Elevator teilnehmen lassen kann. Und das halt eben für 24 Stunden client-basiert, zum Beispiel durch eben die Accounts. Also jeder Account oder jeder Benutzer, jeder Spieler ist ja ein Client, egal ob er einen Shakes and Fidget Account hat oder nicht. Auch die Local Accounts sollten darunter eigentlich zählen, weil die ja trotzdem irgendwie auch mit dem Passwort getrackt sind, also Kombinationen Charakter und Passwort. Und ich denke, wenn man den Mix der Suggestion 4 plus diese 2 weiteren Regeln, die ich mir überlegt habe, dann ist es eigentlich nicht möglich, dass man cheatet, weil es wäre ein sehr hohes Risiko für Spieler als auch für Gilden, dass sie eher Punkte verlieren. Und klar ist natürlich auch, wenn jetzt ein Spieler inaktiv ist oder sowas, dann sollte er natürlich gekickt werden können, ohne dass die Gilde einen Schaden nimmt. Also da vielleicht könnte man sagen, wenn ein Spieler jetzt zum Beispiel 3 Tage nicht aktiv ist, während des Elevators, dass dann die Gilde trotzdem die vielleicht schon erspielten Held-Tokens behalten kann. Also da kann man vielleicht nochmal eine Ausnahme schaffen oder sowas. Also das sind so die Ideen, die ich in diesem Atemzug habe. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet, ob ihr noch andere Ideen habt. Prinzipiell, wie gesagt, finde ich gut, dass das Thema auch öffentlich von Playa geteilt wird, dass es auf dem Schirm ist, dass es
für die Spieler, die negativen Erfahrungen gemacht haben, ein gutes Zeichen. Ja, und ob das jetzt die Lösung welche ist oder ob es bessere gibt, das mag ich nicht zu bewerten. Das ist nur so ungefähr so nach einem kurzen Überlegen so meine Herangehensweise gewesen. Könnt ihr ja auf jeden Fall auch nochmal kommentieren. Und da kommen wir mal zu den Tieren, also Vogelwild, was ich jetzt mit den Pets mache. Ich habe einfach mal Bock gehabt, das hier zu leveln zum Beispiel. Okay, hier habe ich Jayclops weiter gelevelt, hier habe ich Earth weiter, also da habe ich tatsächlich hier angefangen, aber zwischendurch doch nochmal Lillipon gemacht, weil ich dann noch hier Habitate freischalten wollte. Aber ich könnte mir vorstellen, jetzt einfach auch nochmal Mastodon weiter zu leveln. Bei Feuer habe ich Tectus bitte einfach mal gelevelt und bei Wasser habe ich Kolsney jetzt gestern einfach auch mal gelevelt auch. Und ja, einfach nur, es macht keinen Sinn. Es macht einfach keinen Sinn. Es soll einfach vielleicht in einer gewissen Form Spaß machen. Ich habe es ja gesagt, EO4 ist für mich kein Langzeitserver. Und klar, mein Char profitiert natürlich nicht so sonderlich davon, weil ich jetzt dadurch ja auch die Chance auf Pet-Bonus etwas reduziere. Aber hey, irgendwie finde ich es auch mal gut, ein bisschen aus der Reihe zu tanzen. Also das muss ich jetzt halt nur irgendwie durchziehen. Aber ja, das ist bestimmt irgendwie auch machbar, solange wie es für mich möglich ist. Die Runen holen wir uns auch mal ab. Im Arena Manager, ja, okay, da bin ich auch unterwegs, aber jetzt auch nicht so mega wirklich fett. Also die Challenge käme für mich erst auf EU5, sollte ich denn bei Tyranny mitspielen dürfen, beim Heimathafen. Das ist für mich, stand jetzt immer noch nicht klar, aber das ist auch ein anderes Thema. Wollte ich noch was sagen? Nö, ich habe, glaube ich, alles erwähnt, oder? Nächste Woche Legi Dungeon, habe ich auch schon ja gesagt. Da gebe ich euch vielleicht nochmal die Tage was in der Hand. Da habe ich tatsächlich auch eine Umfrage ja auf YouTube gemacht. Also wenn kein Video von mir kommt, auf YouTube kommt bestimmt wenigstens ein Community-Post und vielleicht auch eine Umfrage. Bei der Umfrage habe ich legendäre Edelsteine erwähnt, aber eigentlich meinte ich die Schicksalsklunker, die Gem of Fates. Deshalb kann vielleicht sein, dass es der eine oder andere gar nicht gecheckt hat, aber ich habe beim letzten legendären Dungeon auch mir mal manuell einige legendäre Klunker nochmal gespeichert und könnte euch gerne einfach mal eine Übersicht vorbereiten, welche Schicksalsklunker ich gerne spiele und warum einfach mal. Man sagt es natürlich während eines Legi-Runs auch immer mal, aber ja, worauf ich so allgemein achte und ja, mal schauen. Habe ich auch vor, die Tage euch mal online zu stellen. Ansonsten grüße ich an der Stelle nochmal Jan aka Gorgos. War cool. Sich mal live zu sehen, mal zu schnacken. Wir hatten echt gute Gesprächsthemen. Nicht nur Shakes and Fidget. Man kennt sich halt auch schon sehr lange. Und ja, ich wünsche euch an der Stelle auf jeden Fall ein schönes Wochenende und bis dahin. Haut rein. Macht tschüss und Servus. Wer war's? Nee.